Die Lichtgeschwindigkeit ist eine grundlegende Konstante der Physik und spielt eine entscheidende Rolle für unser Verständnis des Universums. Ungefähr 299.792 Kilometer pro Sekunde im Vakuum. Diese unvorstellbare Geschwindigkeit wird in physikalischen Gleichungen oft durch den Buchstaben c dargestellt. Dieser Wert ist nicht nur eine beeindruckende Zahl, sondern ein Eckpfeiler unserer Wahrnehmung der Realität des Universums. Einsteins Relativitätstheorie beispielsweise basiert auf dem Konzept und postuliert, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen konstant ist. Dies führt zu kontraintuitiven Phänomenen wie Zeitdilatation und Längenkontraktion bei Objekten, die sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Lichtgeschwindigkeit definiert auch unsere beobachtbare Blase des Universums, da wir nicht über die Entfernung hinaussehen können, die das Licht seit Beginn der kosmischen Zeit zurückgelegt hat. Um deutlich zu machen, dass diese Geschwindigkeit einen direkten Einfluss darauf hat, wie wir entfernte astronomische Ereignisse interpretieren, wenn man die Zeit berücksichtigt, die das Licht benötigt, um uns zu erreichen. In der Praxis wirkt sich die Lichtgeschwindigkeit auf moderne Technologien aus, von der Satellitenkommunikation bis hin zu GPS. Die Genauigkeit dieser Systeme hängt von Berechnungen ab, die durch diese Grenzgeschwindigkeit verursachten relativistischen Effekte berücksichtigen. Auf dem Gebiet der Teilchenphysik nutzen Beschleuniger wie der Large Hadron Collider unser Verständnis der Lichtgeschwindigkeit, um Experimente zu entwickeln, die die Grenzen von Materie und Energie erkunden. Die Konstante c kommt auch in einer der berühmtesten Gleichungen der Physik vor. Energie ist gleich der Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, was Masse und Energie in Beziehung setzt und das immense Energiepotenzial offenbart, das selbst in kleinen Mengen an Materie enthalten ist. Diese Beziehung ist von grundlegender Bedeutung für das Verständnis von Prozessen wie der Kernfusion, die Sterne antreibt. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Grenzwert zwar allgemein als Lichtgeschwindigkeit bezeichnet, dieser Grenzwert jedoch für alle elektromagnetischen Wellen gilt, nicht nur für sichtbares Licht. So breiten sich auch Radiowellen, Röntgen- und Gammastrahlen im Vakuum mit dieser Geschwindigkeit aus. Das Verständnis dieser universellen Höchstgeschwindigkeit hat tiefgreifende philosophische Implikationen und stellt unsere intuitiven Vorstellungen von Kausalität und Koexistenz infrage. Es deutet darauf hin, dass unserem Wissen über das Universum grundlegende Grenzen gesetzt sind. Denn Informationen von weit entfernten Ereignissen brauchen Zeit, um uns zu erreichen. Dieses Konzept befeuert auch wissenschaftliche Spekulationen über die Möglichkeit von Raumzeitabkürzungen, wie Wurmlöchern, die theoretisch eine überlichtschnelle Reise ermöglichen könnten, obwohl solche Ideen im Bereich der spekulativen Physik bleiben. Die Lichtgeschwindigkeit ist weiterhin ein Thema aktiver Forschung. Wissenschaftler untersuchen, ob diese Konstante tatsächlich im Laufe der Geschichte des Universums stabil geblieben ist oder ob sie unter extremen Bedingungen, etwa in der Nähe von schwarzen Löchern oder im Ersten, variieren könnte. Augenblicke nach dem Urknall. Andererseits erwägt die moderne Physik in ihrem unaufhörlichen Streben, die Grenzen des Universums zu verstehen, die Existenz von Phänomenen, die unser herkömmliches Verständnis der Lichtgeschwindigkeit als absolute Grenze in Frage zu stellen scheinen. Besonders hervorzuheben sind Tachyonen, hypothetische Teilchen, deren Natur sich der Intuition entzieht, weil sie sich theoretisch ständig über die Lichtgeschwindigkeit bewegen. Obwohl diese exotischen Objekte rein theoretisch sind und nie empirisch beobachtet wurden, nehmen sie einen faszinierenden Raum in der wissenschaftlichen Vorstellungskraft ein und stellen eine faszinierende Herausforderung für die Grundprinzipien der speziellen Relativitätstheorie dar. Die bloße Möglichkeit ihrer Existenz wirft tiefgreifende Fragen zur Kausalität und zur Struktur der Raumzeit. Während Tachyonen das Reich der Spekulation bleiben, finden andere Phänomene, die offenbar die Lichtschranke überschreiten, Unterstützung in kosmologischen Beobachtungen und Quantenexperimenten. Die kosmische Inflation stellt beispielsweise eine Periode exponentieller Expansion im frühen Universum dar, in der sich das Gefüge der Raumzeit selbst mit Geschwindigkeiten ausdehnte, die faktisch die Lichtgeschwindigkeit übertrafen. Dieses Konzept, das für die Erklärung der im Kosmos auf großen Skalen beobachteten Einheitlichkeit von entscheidender Bedeutung ist, verstößt nicht gegen die Prinzipien der Relativitätstheorie, da es sich nicht um die Bewegung von Materie oder Information durch den Raum handelt, sondern vielmehr um die Ausdehnung des Raums selbst. Auf einer völlig anderen, aber ebenso faszinierenden Skala stellt die Quantenverschränkung ein Phänomen dar, das eine Form der sofortigen Entfernungswirkung zwischen Teilchen zu ermöglichen scheint
unabhängig davon, wie weit sie im Raum voneinander entfernt sind. Dieser Effekt, den Einstein bekanntermaßen gruselige Fernwirkung nannte. Bei der Verschränkung ist der Quantenzustand eines Teilchens untrennbar mit dem eines anderen verbunden, sodass die Messung des Zustands eines Teilchens scheinbar sofort den Zustand des anderen beeinflusst, selbst wenn sie durch astronomische Entfernungen voneinander entfernt sind. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Phänomen trotz der scheinbaren Unmittelbarkeit der Korrelation zwischen verschränkten Teilchen nicht dazu genutzt werden kann, Informationen schneller als Licht zu übertragen, wodurch die Übereinstimmung mit der speziellen Relativitätstheorie gewahrt wird. Diese Konzepte, Tachyone, kosmische Inflation und Quantum-N-Verschränkung, unterscheiden sich zwar in Natur und Ausmaß, haben aber die gemeinsame Eigenschaft, unser intuitives Verständnis der durch die Lichtgeschwindigkeit auferlegten Grenzen in Frage zu stellen. Sie veranschaulichen die Komplexität und Feinheit der physikalischen Gesetze, die unser Universum bestimmen, und erinnern uns ständig daran, dass die Realität auf ihren grundlegendsten Ebenen weitaus seltsamer und wunderbarer sein kann, als unsere Alltagserfahrung vermuten lässt. Andererseits stellt die Betrachtung von Phänomenen, die scheinbar die Lichtgeschwindigkeit überschreiten, die Grundlagen der modernen Physik in Frage und stellt die Grundprinzipien von Einsteins Relativitätstheorie direkt in Frage. Diese Theorie besagt kategorisch, dass nichts die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum überschreiten kann und stellt damit eine unüberwindbare kosmische Barriere dar. Die bloße theoretische Möglichkeit überluminaler Ereignisse führt uns jedoch dazu, die Integrität unseres aktuellen Verständnisses physikalischer Gesetze in Frage zu stellen, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise erhebliche Lücken in unseren Modellen des Universums gibt. Für uns ist es wichtig zu verstehen, dass die Spannung zwischen Relativitätstheorie und superluminalen Konzepten nicht nur unser Verständnis der Raumzeit in Frage stellt, sondern auch Fragen zur Kausalität, zum Determinismus und zur Natur der physikalischen Realität selbst aufwirft. Viele der Theorien, die überluminale Phänomene vorschlagen, bleiben im Bereich der Spekulation, da es an schlüssigen Beobachtungen oder experimentellen Beweisen mangelt. Die Geschichte der Wissenschaft ist voller faszinierender Hypothesen, die zwar mathematisch elegant oder konzeptionell ansprechend sind, einer empirischen Prüfung jedoch nicht standgehalten haben. Daher ist es für Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren unerlässlich, sich sorgfältig in diesem Terrain zurechtzufinden und die Ausarbeitung theoretischer Konzepte mit etablierten Realitäten zu vermeiden. Während wir also ein gesundes Misstrauen bewahren, müssen wir auch der Möglichkeit gegenüber offen bleiben, dass unser derzeitiges Verständnis der Physik unvollständig oder in grundlegenden Punkten ungenau sein kann. Das Gleichgewicht zwischen Zweifel und Offenheit für neue Ideen ist für den wissenschaftlichen Fortschritt von entscheidender Bedeutung und ermöglicht es uns, die Grenzen des Wissens auszuloten, ohne die methodische Strenge aufzugeben, die das Markenzeichen wissenschaftlicher Forschung ist. Während wir weiterhin die Geheimnisse des Universums erforschen, von subatomaren Maßstäben bis hin zu kosmischen Weiten, müssen wir bereit sein, unsere grundlegendsten Annahmen in Frage zu stellen, immer geleitet von empirischen Beweisen und logischen Überlegungen. Nur durch diesen Prozess der kontinuierlichen Befragung und gründlichen Untersuchung können wir hoffen, die tiefsten Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln und möglicherweise ein Universum zu enthüllen, das noch seltsamer und wunderbarer ist, als wir es uns derzeit vorstellen können. Wenn Sie lieber auf YouTube bleiben möchten, können Sie sich hier dieses Video ansehen, in dem Sie mehr über die Geheimnisse unserer Galaxie erfahren. Vergessen Sie nicht, den Kanal bis zum nächsten Mal zu abonnieren.